Hallo, ich bin Jonas. Willkommen beim Nine Nar Tree Podcast. Heute werde ich das Buch zusammenfassen und besprechen. Alles Idioten? Endlich verstehen, wie andere ticken von Thomas Erikson ist die deutsche Ausgabe des Bestsellers Surrounded by Idiots. Das Buch hat die Kommunikationslandschaft weltweit beeinflusst und vermittelt auf unterhaltsame und praxisnahe Weise, warum der Umgang mit anderen Menschen oft schwerer fällt als gedacht. Erikson stellt das DSG-Modell vor, das Menschen anhand von 4 grundlegenden Farbtypen Rot, Gelb, Grün und Blau charakterisiert. Diese Farben symbolisieren unterschiedliche Persönlichkeiten, Verhaltensweisen und Kommunikationsstile. Leserinnen und Leser erhalten einen verständlichen Zugang dazu, andere sowie sich selbst besser einzuordnen und so die Kommunikation wirkungsvoller zu gestalten. Mit vielen lebensnahen Beispielen und Anekdoten gibt der Autor Hilfestellung, um Missverständnisse zu vermeiden und Konflikte zu entschärfen. Besonders wertvoll ist das Buch für all jene, die beruflich oder privat immer wieder auf Menschen treffen, die ganz anders ticken. Thomas Eriksons Ansatz ist wissenschaftlich fundiert, aber leicht verdaulich und voller Alltagstauglichkeit. Das Buch liefert konkrete Handlungsanweisungen und überzeugt durch seine sympathisch-humorvolle Erzählweise. Ich werde Ihnen die wichtigsten Erkenntnisse aus diesem Buch mitteilen. Erstens: das DSG-Modell. Die 4 Farbtypen. Im Zentrum des Buches steht das DSG-Modell: dominant, initiativ, stetig, gewissenhaft, das anhand von 4 Farben verschiedene Persönlichkeitstypen beschreibt. Rote Typen sind dominant und durchsetzungsstark. Sie lieben Kontrolle und schnelle Entscheidungen. Gelbe Typen sind kommunikativ, enthusiastisch und inspirierend. Oft die Ideengeber in Gruppen. Grüne Persönlichkeiten zeichnen sich durch Harmoniebedürfnis und Ausgeglichenheit aus. Sie schätzen Beständigkeit und legen Wert auf ein gutes Miteinander. Blaue Typen sind gewissenhaft, analytisch und detailverliebt. Sie denken strukturiert und suchen nach logischen Zusammenhängen. Erikson erläutert ausführlich die Eigenschaften, Stärken und Schwächen jedes Typus und wie sie in verschiedenen Alltagssituationen auftreten. Dieses Wissen hilft, andere besser einzuschätzen und eigene Stärken gezielt einzusetzen. Zweitens: Erkennen und Verständnis für andere entwickeln. Ein bedeutender Aspekt des Buches ist die Fähigkeit, die Farbtypen anderer Menschen zu erkennen. Erikson beschreibt, wie man anhand von Verhalten, Kommunikation und Körpersprache relativ schnell ein gutes Bild vom dominanten Persönlichkeitstyp gewinnen kann. Dies erleichtert den Umgang mit Kollegen, Freunden oder Familienmitgliedern enorm. Indem wir verstehen, warum jemand auf eine bestimmte Art und Weise reagiert, können viele Missverständnisse oder sogar Konflikte verhindert werden. Der Autor beschreibt, wie wir mit bewusster Aufmerksamkeit und gezielten Fragen Persönlichkeitsmerkmale unserer Mitmenschen entschlüsseln und so die Grundlage für ein harmonischeres und produktiveres Miteinander schaffen. Dieser Ansatz hilft, tolerant mit starren Verhaltensweisen umzugehen und unbewusste Vorurteile abzubauen. Drittens: effektive Kommunikation mit allen Persönlichkeitstypen. Ein weiterer Schwerpunkt des Buches liegt auf der Optimierung der eigenen Kommunikation. Erikson gibt für jeden Farbtyp konkrete Tipps, wie man am besten auf diese Menschen zugeht. Mit Roten spricht man am besten direkt, zielorientiert und ohne lange Umschweife. Gelbe reagieren auf positive, energiegeladene Kommunikation und schätzen kreative Impulse. Grüne brauchen Zeit, um Vertrauen zu fassen und bevorzugen ruhige, einfühlsame Gespräche. Blaue bevorzugen sachliche, logisch aufgebaute Argumente und genaue Informationen. Durch die Anpassung des eigenen Kommunikationsstils an das Gegenüber können Reibungen vermieden und Gespräche deutlich erfolgreicher geführt werden. Das Buch bietet zahlreiche Praxisbeispiele, die zeigen, wie kleine Veränderungen große Wirkung erzielen können. Viertens: Konfliktlösung und konstruktives Miteinander. Ein zentrales Anliegen von Alles Idioten ist es, Konflikte zu entschärfen, bevor sie eskalieren. Thomas Erikson zeigt auf, dass Missverständnisse oder Streitigkeiten meist aus unterschiedlichen Persönlichkeitsprofilen entstehen.
Wird dieses Wissen bewusst eingesetzt, können viele Konfliktursachen früh erkannt und vermieden werden. Das Buch gibt Werkzeuge an die Hand, wie man respektvoll auf Kritik reagiert, Kompromisse findet und Eskalationen vermeidet. Besonders wertvoll ist dieser Ansatz für Führungskräfte und Teammitglieder, die mit unterschiedlichen Charakteren zusammenarbeiten. Das Verständnis der Farbtypen ermöglicht es, Teams optimal zusammenzustellen und Aufgaben so zu verteilen, dass sich die individuellen Stärken aller Mitglieder ergänzen. Ergebnis: mehr Motivation, weniger Reibungsverluste und bessere Resultate. Schließlich Selbstreflexion und persönliches Wachstum. Neben dem Verstehen anderer legt das Buch großen Wert auf Selbstreflexion. Leserinnen und Leser werden dazu eingeladen, das eigene Verhalten kritisch zu hinterfragen und die eigenen Kommunikationsmuster zu erkennen. Die bewusste Auseinandersetzung mit der eigenen Persönlichkeitsfarbe hilft, Stärken weiter auszubauen und an Schwächen zu arbeiten. Erikson liefert Tools, wie man sein Verhalten gezielt anpassen kann, um authentischer und gleichzeitig effektiver zu agieren. Für die persönliche Entwicklung ist das Verständnis der eigenen Präferenzen und Limitationen ein großer Schritt in Richtung emotionaler Intelligenz und sozialer Kompetenz. Das Buch zeigt, wie sich durch bewusste Veränderungen nicht nur der Kontakt zu anderen verbessert, sondern auch das eigene Wohlbefinden steigt. Zusammenfassend: Alles Idioten ist ein inspirierendes, leicht verständliches und ausgesprochen praxisnahes Buch für alle, die ihre Mitmenschen besser verstehen möchten. Egal ob im Berufsleben oder im privaten Alltag, wer häufig mit anderen zu tun hat, kommt um das Verständnis unterschiedlicher Persönlichkeitstypen nicht herum. Gerade für Führungskräfte, Mitarbeitende, Lehrende, Eltern oder Partner ist das Buch ein Gewinn, weil es hilft, Konflikte zu vermeiden, das Miteinander zu harmonisieren und Kommunikation erfolgreicher zu gestalten. Statt andere vorschnell als schwierig oder auch als Idioten abzustempeln, lernen Leserinnen und Leser, ihre Wahrnehmung zu differenzieren und Verhaltensweisen konstruktiv zu deuten. Das fundierte Modell und die vielen lebenspraktischen Tipps machen das Buch einzigartig und heben es von anderen Kommunikationsratgebern ab. Wer bereit ist, sich selbst und andere auf eine neue Weise kennenzulernen, für den liefert dieses Buch wertvolle Impulse für mehr Gelassenheit und Erfolg im Umgang mit verschiedenen Persönlichkeiten. Die Investition lohnt sich besonders, weil das Buch nicht nur Wissen vermittelt, sondern echte Veränderungen im Alltag bewirken kann. Wenn Sie unterstützen möchten, Thomas Erikson, können Sie das Buch über den Amazon-Link kaufen, den ich in der Podcast-Beschreibung angegeben habe. Lassen Sie mich nach dem Lesen des Buches wissen, was Sie davon halten, und teilen Sie Ihre Gedanken mit. Bis bald.